Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns die komplette Crye Smart Pouch Suite mit allem Inhalt. Warum kommen wir erst jetzt mit der Crye Smart Pouch Suite um die Ecke? Immerhin wurde die das erste Mal auf der SHOT Show 2014 vorgestellt, also tatsächlich relativ alte Produkte. Da muss es doch inzwischen schon neuere Produkte geben, die besser sind. Das mag sein, es ist aber nach wie vor so, dass diese Taschen so vom Design her so gestaltet worden sind, dass die tatsächlich immer noch eine Daseinsberechtigung haben. Es ist ein Konzept dahinter, wo Crye sich gedacht hat, wir machen nicht für jeden einzelnen Gegenstand eine Tasche, sondern wir designen die Taschen um die Gegenstände herum, um möglichst viele Gegenstände in eine Tasche packen zu können. Letztendlich haben wir nur 6 verschiedene Taschenmodelle hier, 2 verschiedene Magazintaschen, eine Granatentasche und 3 verschiedene General-Purpose-Taschen. Das war's auch schon. Und das Ganze dann auch nochmal so modular, dass ich es überall nutzen kann. Das ist so der Grundgedanke hinter dem Set gewesen. Und nach wie vor, wie gesagt, sieht man das sehr häufig im Einsatz bei vielen Einsatzkräften, weil es einfach nach wie vor da ist und gut ist. Wir fangen mal am besten an mit dem, was alle Taschen, ausgeschlossen der Granatentasche, vereint. Und das ist die Montage. Die Taschen haben nämlich verschiedene Montagemöglichkeiten. Zum einen haben sie hier ein Molle-System und das schon mit Hyperlon. Ne? Also wenn euch jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, Hyperlon ist der neueste, geilste Scheiß, gähnt Crye mal müde und sagt, das haben wir schon 2014 gemacht. Ja? Also Hyperlon ist so ein sehr, sehr gummiartiges Material, mit dem normalerweise auch Boote gemacht werden. Sehr robust, sehr haltbar, hat einen sehr hohen Reibungswiderstand. Das heißt, auch die Molle-Schlaufen halten in sich sehr, sehr gut. Und das ist hier das Einschlaufsystem. Das ist aber noch nicht alles. Denn hinter diesem Einschlaufsystem befindet sich ein schmaler Durchlass für Gürtel. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, einmal einen Gürtel durchzuschlaufen, um das Ganze dann auch am Gürtel tragen zu können. Weiterhin ist noch ein Durchlass da, und zwar neben der eigentlichen Schlaufe. Da ist dann nochmal Hakenklett und Flauschklett. Ihr könnt das sehen, wenn ich hier mal so das Ganze aufmache. So. Das ist dann nochmal dafür da, dass wenn ich einen Kammerband habe, der in der 2 Mollereienbreite kommt, wie es ja viele Hersteller machen, inklusive Crye inzwischen, habe ich die Möglichkeit, die Taschen da aufzuschlaufen. Das ist dann praktisch, wenn ich häufig meine Setups wechseln muss, wenn ich ständig die Taschen wechseln muss oder umpositionieren muss, dann muss ich die nicht immer mühselig einschlaufen per Molle, sondern kann die hier dann auf einen Kammerband einfach draufpacken. Die haben in der Regel dann auch hier auf der Rückseite einmal Flauschklett, was dann wunderbar mit dem Hakenklett hier passt. Und dann kann ich dann hier ganz einfach das trennen und die Tasche so, wie ich sie brauche, auf dem Kammerband verschieben und positionieren oder auch austauschen dann. Und damit habe ich das dann wunderbar positioniert. Was noch hinzukommt ist, ihr habt es ja vielleicht eben schon gesehen, die Molle-Schlaufen selbst sind nicht typische Mollebreite-Schlaufen. Ne? Also hier haben wir jetzt mal ein klassisches Mollefeld. Da seht ihr das gut. Das ist fast doppelt so breit. Das hat auch einen Hintergrund. Wir haben am Anfang gedacht, bei den Crye Zip-On-Panels, sind die doof? Warum machen die 7 Mollschlaufen nebeneinander? 7 geht nie auf. Das wird immer blöd, wenn man was mittig positionieren will. Wird nie funktionieren. Doch, funktioniert. Und zwar mit den Crye-Taschen. Denn die sind so konzipiert, dass man hier auch durchaus bei manchen Taschen die halben Molle-Schlaufen hier, ich nenne sie jetzt mal halbe Molle-Schlaufen, weil die von der Breite ungefähr die halbe Breite einer Molle-Schlaufe haben, kann ich hier die Taschen natürlich immer positionieren, wie ich es brauche. Also gerade hier die GP-Pouches, das hier wäre vom ersten Blick her, würde man sagen, das sind 3 Molle-Schlaufen. Das geht auf 3, aber das geht auch wunderbar auf 4. Ja, das kann man dann einfach ein bisschen in die Breite ziehen. Also das ist auf jeden Fall möglich, sowohl bei der als bei der. Also könnt ihr 3 oder 4 Molle-Schlaufen benutzen und so weiter und so fort. Also das ist wirklich eine coole Idee, wie man nochmal die Taschen besser arrangieren kann auf Mollefeldern. Jetzt geht's aber ans Eingemachte. Wir fangen mal mit den Taschen an. Wir fangen mal mit der Frag Pouch an. Das ist die kleinste Tasche von Crye, ist eine Granatentasche, wo wir am Anfang uns auch selber gesagt haben, das ist die Tasche, die wir am wenigsten brauchen werden. Aber tatsächlich ist die sehr, sehr cool und kann auch sehr, sehr viel. Vom
Vom Aufbau her hat man hier einen Fastex-Verschluss mit einer Haube, also einer Flap. Die kann ich auch bei Bedarf hinten reinstecken. Das heißt, ich kann die auch Open-Top tragen, die Tasche, um schneller an die Gegenstände ranzukommen. Zur Sicherung habe ich hier an der Seite nochmal Bungee-Cord mit einem Kordelstopper, um das Ganze eng ziehen zu können. Auch hier der untere Verschluss wird nochmal gegengesichert. Das heißt, den kann ich auch bei Bedarf hier nochmal unten drunter stecken und wegpacken, ganz wie ich das brauche. Bei der Befestigung habe ich ja vorhin gesagt, die Frag Pouch stellt die Ausnahme dar. Die ist natürlich so klein, dass die nicht auf den Kammerband geschlauft werden kann. Also hier ist nur der Durchlass für den Gürtel da und die Molle-Schlaufen. Kann entweder so positioniert werden auf Molle oder natürlich auch kopfüber. Ist designt primär für eine Handgranate. Die haben wir hier auch mal drin zum Zeigen. Aber jetzt kommt's, denn wir haben ja gesagt Multiroll. Da passen auch andere Gegenstände rein. Zum Beispiel, wenn ihr starke Snoozer seid, 2 Dosen Snooze passen hier ohne weiteres hinein. Dann könnt ihr, wenn ihr bei der Polizei, Law Enforcement arbeitet, hier auch natürlich zwei Paar Handschellen reinbekommen. Ja? Es geht auch ein Paar Handschellen. Das macht natürlich dann auch wieder die Bungee-Cord möglich. Ich kann das Ganze eng zusammenziehen oder auch die Flap noch hier mit reinpacken und dann habe ich ein Paar Handschellen, was dann auch schnell greifbar ist. Optional gibt es von Crye nochmal ein Insert, denn wir haben auf der Innenseite hier ein Flauschklettfeld. Und das Insert, was es hier für die Granatentasche gibt, ist für Schrotmunition. Hier habt ihr 5 Schlaufen für 5 Schrotpatronen, die mit Hakenklett dann hier drin befestigt werden können. Dann kann ich das dann hier reinpacken und mit Klett hinten befestigen. Und dann habe ich hier nochmal 5 Schrotpatronen im schnellen Zugriff, um damit arbeiten zu können oder halt was auch immer ihr damit vorhabt. So, dann packen wir einmal die Schrotpatronen raus, denn das ist so das, was Crye offiziell sagt, was reingeht. Warum wir gesagt haben, wir finden diese Tasche noch sehr cool ist, als Bubu-Pouch. Bubu, Kleinstverletzungen in Amerika, ist, wenn ich, ja, also normalerweise hat ja jeder einen IFAK am Mann, wo die notwendigsten Sachen sind für schwere Traumas. Ja? Aber man braucht natürlich auch ganz einfache Pflaster oder Kopfschmerztabletten oder sonstige Geschichten und dafür sind diese Bubu-Kits da. Hier habe ich eins von Tatanka, das ist ein ganz kleines Medkit, ist hier schon von mir jetzt persönlich gepackt. Das kann man hier komplett so wie es ist in diese Tasche hineinstecken und dann die Tasche auch zumachen. Dann ist auch das komplette Rot verschwunden. Wenn ich will, kann ich das Ganze hier noch ein bisschen zusammenziehen. Und dann habe ich hier eine wunderbare Lösung, um mein Bubu-Kit griffbereit am Mann zu tragen. Das war die Crye Frag Pouch. Als nächstes kommt die 556762 Ambitter Pouch. Wie der Name schon sagt, primär natürlich für Magazine und für Funk. Diese Taschen sind ebenfalls mit einer Flap versehen, allerdings hier nicht mit einem Fastex-Verschluss wie bei der Granatentasche, sondern hier mit Klett. Diese Tasche kann entweder mit der Flap geschlossen getragen werden oder ihr könnt die Flap hinten reinstecken, das zeige ich euch gleich. Und die ist vom Aufbau her so konzipiert, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, 3 Befestigungsmöglichkeiten. Hier an der Seite nochmal Schockhort zum Festziehen. Zusätzlich wurde hier ein Streifen Verstärkung eingenäht. Den sieht man jetzt so nicht, aber der gibt einfach nochmal der Tasche ein bisschen Widerstand, dass die halt auch nicht in sich zusammenflappt, wenn 2 Magazine zum Beispiel oder wenn nur ein Magazin genutzt wird und das wieder zurückgesteckt werden soll. Zusätzlich ist hier vorne nochmal Cordura, 500er Cordura vernäht worden, Gurtband, um hier einfach nochmal ein bisschen Stabilität zu geben und auch der Klett ist ein bisschen nach oben gezogen. Das heißt, da könnt ihr auch habt ihr ein bisschen mehr Schutz für die Magazine, weil wenn euch das stört, könnt ihr das natürlich auch einfach nach innen klappen, als Unterteilung nutzen oder was auch immer. Das wäre auch möglich. Die Tasche kann, wie ihr gerade gesehen habt, 2 AR-15 Magazine fassen. Ich kann die Flap nehmen, sie einmal nach innen einfalten und dann kann ich sie Open Top tragen. Mache ich nur ein Magazin zum Beispiel. Dann ziehe ich den Bungee eng. Dann habe ich hier das so. Wenn ich das noch zusätzlich sichern möchte, habe ich die Möglichkeit, hier, das wird auch mitgeliefert, gibt es einmal Bungee Cord mit Pull-Tab und hier in der Klettlasche. Das Ganze wird auf der Rückseite oben befestigt. Da befindet sich hier eine kleine Schlaufe. Da wird dann einfach ein Knoten durchgemacht mit dem Bungee Cord
Und damit habe ich dann die Möglichkeit, das Ganze auch nach oben zu sichern. So, Cryzac, da passen noch SR25 Magazine rein, also 7,62er Kaliber mit 25 Schuss. 1, nicht 2, sondern da passt nur 1 rein tatsächlich. Wir haben auch nochmal für euch reingepackt ein G36 Magazin, ungecleant, das passt, eines. Oder aber auch ein AK Magazin. Auch das geht. Hier habe ich jetzt den Bungee, der ist jetzt auf AR eingestellt, also der ist ein bisschen straff. Da muss man mal ein bisschen tricksen jetzt gerade, dass das hier so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Genau, kann ich hier den Pull-Tab oben an die Ecke machen. Also auch das würde die Tasche auf jeden Fall schlucken. Sie fasst weiterhin eine kleine Nalgene komplett. Natürlich auch Energy Drinks, Red Bull, was auch immer ihr da reinpacken wollt. Auch das würde hineinpassen. Und sie fasst weiterhin eine Pistole, Airsoft. Natürlich auch eine echte Pistole. Ich mache jetzt nur hier für die Hantierung, arbeite ich mit Airsoft. Die passt dann sowohl mit oder ohne Lichtmodul, kann hier auch dann Open Top oder mit dem Bungee getragen werden oder natürlich auch mit der Flap. Auch das wäre kein Problem, das so zu nutzen. Natürlich, selbstverständlich, Rauchgranaten, Thermalgranaten, alles, was irgendwie in Granatenform ein bisschen größer ist, passt hier problemlos rein. Da ist dann auch die komplette Mechanik der Granate mit drin untergebracht. Auch das funktioniert hervorragend. Wenn wir mal schauen, wir nehmen mal hier gerade eine größere Flasche. Das wäre jetzt hier eine 0,5er Trinkflasche. Die würde auch passen, aber die steht natürlich ganz schön raus. Dafür ist dann die nächste, wo wir gleich dazu kommen. Seht ihr schon. Aber einfach, dass ihr es mal gesehen habt. Die würde dann hier schon relativ weit rausstehen. Dasselbe gilt auch fürs Funkgerät. Da würden jetzt hier eher so kleinere Handhelds reinpassen, Baofeng oder so. Oder auch von mir aus hier ein M-Bitter oder ein 152 mit einem kleinen Akku. Na? Also auch das würde sehr weit rausstehen. Aber ist auf jeden Fall auch machbar, das damit zu nutzen. Das war die 556762 M-Bitter Pouch. Als nächstes kommt die 152 Bottle Pouch. Die sieht der kleinen 556 Pouch sehr ähnlich, außer dass sie natürlich ein bisschen länger ist. Auch hier genau gleicher Aufbau wie bei der Mac Pouch. Ihr habt die Verstärkung, ihr habt die Bungees, ihr habt den Klett, ihr habt unten die Verstärkung mit Flap und kommt natürlich auch hier mit einem Pull-Tab, habe ich hier schon mal vorgebaut für das Funkgerät. Da kann ich jetzt die Flap reinstecken und hier könnt ihr dann gucken oder sehen, da ist das Funkgerät natürlich deutlich besser drin aufgehoben als in der kleinen Mac Pouch. Dann könnt ihr hier euer Funkgerät unterbringen. Weiterhin kann es aufnehmen, haben wir jetzt leider nicht hier, ein Surefire 60 Round Magazin, also 60 Schuss Magazin von Surefire. Den Itzlet Markierungslaser der Army, der passt hier auch rein. 2 SR25 Magazine mit 25 Schuss passen rein. Oder aber auch 2 AR15 Magazine mit 30 Schuss, die passen hier genau bündig saugend rein. Das wäre natürlich dann was eher für den Transport, fürs Nachladen und nicht fürs schnelle Rausgreifen. Seht ihr, da sind die Magazine deutlich tiefer drin als in der anderen Tasche. Und wir haben hier nochmal einen Handfeuerlöscher von der Firma Maus. Der würde auch wunderbar hineinpassen als Beispiel. Den kann man dann auch oben sichern mit der Flap. Der hat natürlich oben nicht so einen guten Halt. Der rutscht ein bisschen ab. Sekunde, müssen wir mal so machen. Da würde ich vielleicht dann hergehen und nochmal mir eine andere Lösung einfallen lassen, weil der Bungee natürlich oben relativ eng beieinander sitzt. Naja, so geht's. Das wäre eine Möglichkeit, schnell einen Feuerlöscher zu tragen. Gerade wenn ihr mit Breachpants oder sowas arbeitet, ist sowas nicht schlecht. Und diese Tasche ist natürlich auch, wie der Name schon sagt, Bottle Pouch. Die ist natürlich auch dann wirklich designt für die handelsüblichen PET 0,5 Liter Flaschen. Die passen hier auch perfekt rein. Auch hier mit einer Flap wunderbar passt. Was wir weiterhin noch rausgefunden haben, was sehr gut ist, ist eine Möglichkeit hier, das Ganze als iFac zu nutzen. Gibt ja sogenannte Magazine Pull-Out iFacs. Das hier ist jetzt von Blackfolium. Erklären wir oder zeigen wir euch auch nochmal im Detail das iFac. Aber hier habt ihr die Möglichkeit zum Beispiel das ganze System reinzupacken. Gibt es auch von anderen Herstellern. Gibt es ganz viele Hersteller, die für Mac Pouches, für Double Mac Pouches Medic-Systeme machen. Die kann man dann hier reinpacken, zumachen und dann hat man hier einfach auch nochmal im Schnellzugriff und im schmalen, schlanken Format ein iFac, falls es denn gewünscht ist.
Das war die Bottle Pouch 152. Als nächstes haben wir für euch die GP Pouch 973. Bei den ganzen GP Pouches ist es so, dass die Bezeichnungen oder beziehungsweise die Zahlen in der Bezeichnung immer die Größen angeben, in dem Fall in Inch natürlich, also 9 Inch hoch, 7 Inch breit und 3 Inch in der Tiefe. Diese GP Pouch lässt sich genauso wie alle anderen auch hier mit den 3 verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten tragen. Hier sieht man aber auch als Besonderheit im Vergleich zu den anderen beiden, die ist nur bis zur Hälfte hier mit Molle versehen. Das heißt, ihr könntet hier auch im Zweifelsfall eine flache Pouch unten drunter bauen. Gerade wenn ihr hier an einem Back, hat man ganz oft bei SOCOM gesehen, die haben diese Tasche hinten am Plattenträger dran und haben dann unten drunter nochmal das LBT-IFAC drauf, unten drunter gepackt. Also das wäre eine Möglichkeit auch nochmal, um Platz zu sparen, um diese Tasche dann optimal zu nutzen. Vom Aufbau her unterscheidet sie sich auch ein klein wenig von den anderen Taschen. Hier habt ihr ein leicht geschwungenes Design, also es ist keine eckige Tasche. Hier oben ist sie abgerundet. Ihr habt an den Seiten Softshell-Material, was natürlich dann auch elastisch ist und stretcht, um da einfach noch mal ein bisschen Platz und Raum zu geben. Unten ist die typische Webbing-Kante, um hier mehr Robustheit zu geben. Geschlossen wird sie mit einem Fastex-Verschluss und mit Zippern. Das heißt, man kann sie hier auf jeden Fall leise öffnen, auch wenn das von Interesse sein sollte. Und dann hier aufklappen. Diese Tasche bietet euch Platz entweder für 6 AR-15 Magazine oder für 4 SR-25 Magazine. Hier passt auch eine Trinkblase rein, die habe ich jetzt mal nicht da. Als einziges hier, es würde auch reinpassen eine Nalgene und 2 Magazine, so als Nachfüllkit, sage ich mal, Trinken und Munition. Dafür ist sie gedacht. Weiterhin passt hier rein ein 200 Round Saw Magazin fürs Minimi. Das passt perfekt rein. Dafür ist sie auch konzipiert. So sieht das dann aus, wenn das da drin ist. Wir haben auch mal hier von der Bundeswehr ein Gurtkasten-Magazin mitgebracht, einfach mal zum Vergleich. Aber ihr seht ja auch schon, das ist deutlich tiefer. Es geht aber rein. Also wir haben tatsächlich schon mal ausprobiert das Ganze. Haben das mal reingesteckt. Da hilft natürlich dann auch der Stretch. Es ist natürlich ein bisschen fummeliger, aber es wäre auf jeden Fall machbar und möglich, diese Tasche auch für diesen Gurtmagazinkasten hier zu nutzen. Wie gesagt, Reißverschluss ist dann extrem straff. Also ist nichts für schnell mal rausholen, ja, aber man kann das ja auch offen tragen als Beispiel. Aber das wäre auf jeden Fall so, wenn ihr da den großen Gurtkasten drin hättet. Holen wir es einmal wieder raus, denn die Tasche kann noch mehr. Denn ihr habt ja vielleicht auch elektronische Ausrüstung, die ihr mit euch führen wollt. Und da glänzt die Tasche auch. So, Gurtkasten ist draußen. Auf der Innenseite habt ihr sowohl auf der Rückseite als auch auf der Vorderseite Flauschklett. Das heißt, hier könnt ihr auf jeden Fall mit Klettmodulen arbeiten. Alles, was irgendwie an Inserts reinpasst, könnt ihr hier nutzen. Aber ihr könnt auch hier nochmal ein zusätzliches Insert kaufen, was Schutz bietet. Das habe ich hier gebunkert. Das ist, wie ihr sehen könnt, ein kleines Engelchen von Crye in Form eines Schaumstoffpolsters, ungefähr 1,5 cm dick, sehr fester Schaumstoff. Den kann ich jetzt nehmen und kann ihn hier hineinschieben, um hier zusätzlich Schutz zu schaffen. Ich mache das einmal quick and dirty. Es wird einfach reingesetzt. Hier habt ihr dann nochmal an der Lasche oben einen kleinen Einschub. Da kann dann hier ein Stück Schaumstoff gesichert werden. Der Rest sitzt dann locker da drin. Und damit habt ihr der Tasche vorne und an den Seiten Schutz gegeben. Die Rückseite sollte ja in der Regel geschützt sein, weil sie am Körper irgendwo getragen wird. Von daher da nicht nötig. Und nun ist diese Tasche dafür gedacht, dass ihr zum Beispiel das Quad-Eye transportieren könnt. Das kann dann einfach hier reingepackt werden, ist dann gut geschützt und für den Nachteinsatz bereit in dieser Tasche. Das war die Crye 973 Pouch.
Als nächstes kommt die Crye GP Pouch 663. Das ist die Pouch, die man am meisten mit in Magazintaschen sieht, weil sie natürlich auch am universalsten ist, auch von der Größe her nicht so viel Platz einnimmt und man sie sehr universell nutzen kann. Hier seht ihr schon vom Aufbau her, genau gleich wie auch die anderen Taschen, die 3 Befestigungsmöglichkeiten. Zusätzlich habt ihr hier an den Seiten jeweils 2 Laschen, um da zum Beispiel einen Karabiner dran befestigen zu können. Und vorne habt ihr nochmal eine Einschubtasche mit Zipper, eine flache. Und mit dabei bei diesen Taschen ist ein SSI-Bag, also quasi ein Beweismittelbeutel aus einem ganz feinen Softshell-Material. Ich glaube, das ist das gleiche Material, wo auch die Windjacke von Crye draus gemacht ist. Sehr edel. Und die lässt sich dann hier auch mit der Halterung oben, mit dem Gurtband oben, hier ist eine Schlaufe, kann ich die am Gürtel befestigen. Und dann kann ich damit Beweismittel sammeln und bei Bedarf, wenn ich sie nicht brauche, die Tasche hier vorne dann verstauen. Natürlich kann man hier auch alle anderen möglichen Sachen reinpacken in eine GP-Pouch. Bei der bietet sich das an, Stifte, Block, was auch immer. Man kann die Tasche als Medic-Kit einsetzen. Hier passt eine 100-Round-Saw-Magazin fürs Maschinengewehr, passt hier rein. Weiterhin könnte ich zum Beispiel bei Schrotmunition 50 Schuss lose Schrotpatronen mit dieser Tasche tragen, sagt Crye. Oder aber auch 20 Schuss in den Inserts, von die wir euch vorhin gezeigt haben, für die Handgranaten. Da werden dann hier auf der Innenseite, sind wieder Flauschklettflächen, werden dann jeweils 2 auf der Rückseite und 2 auf der Vorderseite befestigt, damit ihr 10 Schuss hinten, 10 Schuss vorne befestigt habt ihr 20 Schuss Schrot sortiert. Ja. Ihr könnt entweder 5 Flashbangs oder 5 40 mm Granaten damit transportieren. Dazu müsst ihr optional dieses Insert hier kaufen von Crye. Das seht ihr auch schon. Das ist sehr schön aufgebaut. 3 in einer Reihe und dann 2-mal verlängert nach vorne. Jeweils hinten und vorne Hakenklett, damit das natürlich auch passt. Setzen wir es einmal rein, damit ihr das sehen könnt. Denn auch hier habe ich die Möglichkeit, vom Design her die Außenseiten oder die Reißverschlussseiten so ein bisschen nach innen zu falten, damit ich das auch bei Bedarf im schnellen Zugriff habe. Dann lasse ich die Reißverschlüsse einfach offen. Dann habe ich hier 5-mal Flashbang. Im Schnellzugriff kann ich ziehen und kann das so auch nutzen. Was kriegt man hier noch so rein? Das ist das Einzige, was es nicht mehr gibt aktuell, oder zumindest unserer Recherche nach nicht mehr gibt. Ich habe alles durchsucht, ich habe nichts gefunden. Crye sagt, hier kann man noch 8 Pistolenmagazine mit den entsprechenden Inserts reinpacken. Wenn man ganz mal zurücksucht ins Jahr 2014, findet man da auch so Double Mag Inserts wie hier zu sehen. Von Crye direkt, die gibt es wie gesagt nicht mehr. Ich habe jetzt hier welche von Helicon, das sind aus der Competition-Reihe welche. Die gibt es zum Beispiel beim Camo Store, sind hier mit Hakenklett auch versehen und da passen dann auch 8 Stück rein. Also wer bisher die Pistolenmagazintaschen vermisst hat bei Crye, das hat folgenden Hintergrund. Zum einen gibt es in der maritimen Serie und in Multicam gibt es eine Triple Pistol Mag Pouch. Der JPC und der AVS haben eine Admin Pouch oben hinten drin versteckt, wo man nochmal Pistol Mag Pouches reinpacken kann. Aber sonst gibt es keine dedizierte Single Pistol Mag Pouch. Ja? Gucken wir mal, ob wir das hier so reinkriegen mit den Inserts, die ich hier habe. Es ist ein bisschen Gefummel und ein bisschen eng, aber ich sag mal so, wenn man den Klett überwunden hat, würde man hier auch auf jeden Fall 8 Magazine reinkriegen. Also das ist jetzt hier quick and dirty, wie ihr sehen könnt. Da müsste man wahrscheinlich die Klettmodule noch ein bisschen zuschneiden oder mal gucken, ob man ein 4er Modul bekommt, damit man hier auch um die Ecke kommt, weil das ist natürlich jetzt hier von der Breite her nicht dafür vorgesehen. Also ich sag mal, 6 Stück kriegt man safe rein. Nehmen wir das eine nochmal raus. So, genau. Also 6 Stück kriegt man auf jeden Fall safe rein, ohne dass man da sich groß anstrengen müsste. Und da wäre jetzt auch noch Platz für 2 Lose. Also da auf jeden Fall auch genügend Platz für Pistol Mags. Weiterhin ist die Tasche gedacht auch für ein Bino-Nachtsichtgerät, allerdings dann ohne Schutz. Das kann man dann einfach reinpacken. Was wir noch rausgefunden haben, was hier hervorragend reinpasst, das sind die alten Inserts von den Canteens von Eagle Industries. Kriegt man für ein paar Euro auf eBay.
12 Euro oder sowas um den Dreh. Die wurden damals für die Trinkflaschentaschen gemacht, um das Nachtsichtgerät darin unterbringen zu können. Kann man, wie gesagt, kaufen, kann man dann hier reinpacken und auch mit Klett befestigen. Und dann kann ich hier auch safe ein Mono-Nachtsichtgerät inklusive Halterung reinpacken, um da dann das System einigermaßen geschützt zu haben, zumindest von vorne und von den Seiten. Oben ist natürlich jetzt nicht so ein Schutz, aber da könnte ich es andersrum reinpacken und einen Deckel drauf machen. Dann hätte ich auch die Linsen geschützt. Also das wäre auch die Möglichkeit. Beim Bino wird das ein bisschen eng mit der Tasche. Ich denke mal, mit ein bisschen Liebe und Druck geht das auch, aber das wäre auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit. Eine Sache wäre noch möglich, und zwar, wenn ihr hier an der Seite die Taschen tragen wollt, an eurem Plattenträger, könnt ihr hier eine 6x6 Sapi-Platte noch unterbringen und befestigen. Müsst ihr natürlich schauen, dass ihr die irgendwie fixiert auf der Innenseite, aber das wäre auch auf jeden Fall nochmal drin. Das war die Crye Precision 663 GP Pouch. Zum Schluss haben wir noch die GP Pouch 1164 für euch. Das ist die größte GP Pouch von Crye Precision. Die ist im Vergleich zu den anderen schon fast ein kleiner Rucksack, sage ich mal. Da kriegt ihr auf jeden Fall eine große Loftjacke rein zum Beispiel. Vom Design her auch ähnlich wie die Handgranatentasche. Die hat vorne einen Fastex-Verschluss mit einer Flappe oben. Dann wird das Ganze nochmal hier von Bungees umgeben. An der Seite auch wieder Softshell-Material. Und bei der Befestigungsmöglichkeit auch wieder die 3 Möglichkeiten, die ihr vorhin schon hattet. Hier gibt es aber noch einen Zusatz, nämlich unten ist nochmal eine Schlaufe. Und oben ist ein Haken zum Einhängen. Da kriegt ihr als optionales Zubehör hier einmal den Beingurt, gummiert, und hier einen Verschluss, den ihr oben am Gürtel tragen könnt. Das gibt dann euch die Möglichkeit, die Tasche als Drop-Leg-Pouch zu tragen, also am Gürtel befestigt, am Oberschenkel, um zum Beispiel dann auch, wofür sie auch konzipiert ist, die M53 Gasmaske als Gasmaskentasche, die nochmal am Bein zu tragen. Da könnt ihr immer fix am Gürtel zum Beispiel dieses Teil immer fix am Gürtel lassen und könnt bei Bedarf einfach dann die Tasche nehmen und sie daran befestigen, wenn ihr sie für diesen Zweck nutzen wollt. Ansonsten, wie ich schon gesagt habe, hier passt auf jeden Fall auch gut eine Jacke rein. Konzipiert ist sie auch für 4 Slap Charges, wenn man die rollt, zusammengerollt. M53 Gasmaske, aber hier passen auch andere Gasmasken rein, inklusive nochmal einem Filter. Das ist jetzt die von Mira, die wir auch schon mal vorgestellt haben. Also die passt hier auch rein mit 2 Filtern komplett. Also auch eine sehr universelle Tasche, lässt sich auch super klein zusammen komprimieren bei Bedarf durch die Verschlüsse. Da ist dann quasi kaum noch was übrig. Also das ist auch nochmal eine sehr universelle Tasche, die man entweder am Backpanel tragen kann, am Plattenträger selbst irgendwo oder halt wie hier zu sehen mit der Beinschlaufe am Oberschenkel. Das war die GP 1164. Das war die Vorstellung der kompletten Crye Smart Pouch Suite. Uns war es extrem wichtig, mal alles zusammenzutragen, auch mal zu zeigen, was für Möglichkeiten bestehen, was für Möglichkeiten wir noch gesehen haben, alternativ von dem, was Crye euch zeigt, was man in diese Taschen reinpacken kann, dass man nicht sich im Netz irgendwelche Videos zusammensuchen muss, sondern hier wirklich alle Taschen auf einen Punkt hat. Crye Precision bekommt ihr in Deutschland bei Messer Waffenhandel. Der Link ist unten eingeblendet. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn noch Fragen offen sein sollten, dann schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, Lack, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.